Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Kinderhose näht. Das Schnittmuster dafür habe ich von einer alten Hose abgenommen. Wie das funktioniert, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, dann ein Schnittmuster. Ich habe meins hier von einer alten Hose abgenommen. Wie das funktioniert, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann benötigt ihr noch einen Jersey-Stoff. Ich habe hier einen schönen French Terry gewählt. Dann benötigt ihr noch Bündchenware, ein Maßband zum Abmessen, dann ein Stift zum Aufzeichnen, Stecknadeln zum Fixieren, ein Rollschneider zum Ausschneiden und zum Aufpeppen habe ich hier noch ein Bügelbild und 2 Kordeln. Mein French Terry habe ich mir im Stoffbruch rechts auf rechts zusammengelegt. Jetzt nehme ich mir meine beiden Schnittmusterteile für vorne und für hinten, fixiere das Ganze mit Stecknadeln und schneide es im Anschluss aus. Ihr müsstet nun jeweils 2 Teile für vorn und 2 Teile für hinten vorliegen haben. Hinten legen wir dann erstmal beiseite. So, jetzt nehmen wir uns das Vorderteil und legen dieses zunächst rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze mit Stecknadeln. Das gleiche machen wir dann auch mit hinten. Rechts auf rechts übereinander legen und mit Stecknadeln erstmal fixieren. Wenn ihr das dann habt, dann wird entlang der gezeigten Kanten entlang genäht. Ich mache das hier mit einem dehnbaren Stich, und zwar dem Zickzackstich mit der normalen Nähmaschine. Ihr könnt aber auch gern die Overlock dafür nehmen. So, ich zeige euch hier nochmal, wo ich entlang genäht habe. Jetzt legen wir beide Teile auseinander und legen diese beiden Teile vorn und hinten rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze wieder mit Stecknadeln. So sollte dann das Ganze aussehen, wenn alles festgesteckt ist. Hier unten am Schritt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und zwar sollte hier wirklich auch Naht auf Naht liegen. Das klappt am besten, wenn ihr die Naht der Vorderseite in die eine Richtung und die Naht der Rückseite in die andere Richtung klappt und dann übereinander legt. Wenn dann alles schön bündig liegt, dann näht ihr entlang der gezeigten Stellen. Ich nähe hier wieder mit einem Zickzackstich, und zwar mit der normalen Nähmaschine. Ihr könnt aber auch hierfür wieder die Overlockmaschine nehmen. Wenn dann alles zusammengenäht ist, dann können wir die Hose erstmal auf rechts wenden. Jetzt müssen noch die Bündchen zugeschnitten werden. Dafür messe ich mir erstmal den Umfang der Hose am Bauch aus. Das sind hier bei mir 52 cm. Das mal 0,8, das wären 42 cm in der Länge. Mein Bund soll 4 cm hoch sein, also das mal 2, das wären 8 plus 2 cm Nahtzugabe, wären 10 cm des Bundes in der Höhe. Also brauche ich in der Länge 42 cm und 10 cm in der Höhe. So, das gleiche mache ich jetzt hier auch mit dem Bein. Mein Beinumfang beträgt hier 20 cm mal 0,8, das sind 16 cm.
In der Höhe möchte ich hier 3 cm haben. Das mal 2, weil man das halt doppelt nimmt, wären halt 6 cm plus 2 cm Nahtzugabe, macht hier in der Höhe 8 cm. Meine Bündchen sind hier bereits zugeschnitten. Wie gesagt, mein Bauchbündchen hat eine Länge von 42 cm und eine Höhe von 10 cm. Mein Beinbündchen eine Länge von 16 cm und eine Höhe von 8 cm. Ich lege mir nun die Teile rechts auf rechts übereinander und fixiere das Ganze mit Stecknadeln. Ihr näht hier nun entlang der gezeigten Kanten. Ich mache dies mit einem Geradstich. So, die Bündchen sind nun fertig zusammengenäht. Die Beinbündchen legen wir erstmal beiseite. Das Bauchbündchen falten wir nun mittig, sodass uns die schöne Seite anschaut. Hierbei achten wir auch wieder drauf, dass Naht auf Naht liegt. Damit ich das Bündchen später besser annähen kann, setze ich mir noch Markierungspunkte. Hierfür teile ich das Bündchen in 4 gleich große Abschnitte ein und schneide diese leicht ein. So, wenn ihr das dann habt, dann macht ihr das gleiche auch mit dem Beinbündchen. An der Hose setze ich mir auch Markierungspunkte. Hier oben am Bund sind ja eigentlich alle schon durch die Naht gegeben. Also wir haben hier vorne 2 und an den Seiten 2. Hier unten am Bein haben wir auch 2 Nähte. Diese legen wir übereinander und schneiden an den Seiten ein wenig ein. Wenn wir das dann haben, dann könnten wir theoretisch eigentlich schon die Bündchen annähen. Da ich meine Hose aber noch etwas verzieren möchte, nehme ich mir an dieser Stelle meine beiden Kordeln und lege diese mittig in der Hose hin. Ich fixiere das Ganze einmal mit einer Stecknadel und gehe dann anschließend mehrmals mit einem Geradstich drüber, sodass das dann später beim Nähen nicht mehr verrutscht. So, die Kordel ist nun schön fest angenäht. Dann können wir uns jetzt das Bauchbündchen nehmen und legen dieses zunächst rechts auf rechts über die Hose und fixieren erstmal die Naht des Bündchens mit der Po-Naht der Hose. Hier solltet ihr wieder aufpassen, dass Naht auf Naht liegt. Und anschließend fixieren wir die anderen Markierungspunkte. Wenn ihr das Bauchbündchen dann fertig fixiert habt, dann macht ihr genau das gleiche auch mit den beiden Beinbündchen. So, wenn ihr dann alles fixiert habt, dann kann es wieder ans Nähen gehen. Und zwar näht ihr hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Dabei achtet ihr darauf, dass ihr das Bündchen gedehnt annäht. Hier aber auch wirklich nur das Bündchen dehnen und nicht den French Terry Stoff. Das gleiche gilt natürlich auch für die Beinbündchen. Gerade wenn man das noch nicht so häufig gemacht hat, dann kann es sein, dass sich die Naht des Bündchens und die Naht der Hose beim Nähen gegeneinander verziehen. Mein Tipp hierbei wäre, an der Naht zunächst mit einem Geradstich, einfach nur mit ein paar Stichen hier rüber zu gehen, um das Ganze zu fixieren. Und anschließend dann wie gewohnt mit einem dehnbaren Stich das Bündchen gedehnt festnähen. Genau, und das gleiche macht ihr auch beim Beinbündchen. Erstmal mit einem geraden Stich hier an der Naht und anschließend mit einem dehnbaren Stich entlang nähen. So, die Bündchen sind nun angenäht und jetzt ist die Hose auch schon fast fertig. Diese möchte ich noch ein bisschen mehr aufpeppen, indem ich ein Bügelbild anbringe. Dieses bügele ich noch schnell auf mit dem Bügeleisen und zeige euch im Anschluss das fertige Ergebnis. So, die Hose ist jetzt komplett fertig. Bügelbild und auch Kordeln sind angebracht. Ja, und das ging noch ganz schnell, oder?
Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video, eure Stopf Mieze.